Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Rollenspiel- und Abenteuerspielfreunde da draußen. Hier zurück zu Vampire the Masquerade Swansong. Wir haben ein Gespräch mit unserem Kind Beryl Underwood noch zu führen. Muss ich gerade eben bloß rauskriegen, wo der sich befindet. Höchstwahrscheinlich. Ich kann inzwischen jetzt ausnahmsweise auch mal da drüben hingehen. Das war noch nicht offen, als wir mit MM hier waren. Wo ist dein Pager? A message from Caius. Need you downstairs. Urgent issue. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius or speak with Beryl. Oh, Mann. Ja, jetzt würde ich halt gerne wissen, also ich glaube, das ist jetzt wieder garantiert so eine Pest- und Cholera-Entscheidung, egal was ich mache. Nimm den Aufzug zu Caius. Ja, also ich glaube, dass das wahrscheinlich wichtiger ist. Das ist übergeordnet wichtig. Ich meine, der würde mich nicht anpagen, wenn da nicht was Wichtiges wäre. Nehme ich einfach mal an. Warte mal, wo muss ich dafür hin? In die U1, okay. Sicherheitszentrale. Ach ja, man kann sich nie um seine Familienangelegenheiten kümmern. Auf der anderen Seite, Kainiten gehen selten auf solche Einschüchterungen ein. Wenn Beryl Scheiß baut, dann ist es Beryls Problem. Until then, if you have any questions, save them. Got it? No problem. Great. Wer seid ihr denn? I want to report on his activities pronto. I don't like the sound of that at all. Oh, there Was ist denn you das are. hier? 10 Jahresbericht über Evolution von sterblichen Verfahren. Ja, das hatten wir schon. Hey Caius, I warte. said in private. Come on. Okay, unter 4 Augen. Dann sind wir jetzt hier unter 4 Augen. You wanted to see me? Happy to see you, Caleb. We don't usually let anybody down here, but I can bend the rules for you. To what do I owe this honor? I need you. Something's come up. On the night of the attack, someone sent a message to an unauthorized recipient. Wer war das? Do you know who it was? Not now, but I will soon enough. Otherwise, the prince will have my head. Caleb, I need your help. I get the feeling that it's all connected. It's too huge to be a coincidence. Do you suspect anyone in particular? Jara Drory. Ernsthaft? Nee, ich will Beweise. Die ist... Also wir wissen ja, also er weiß es nicht, aber wir wissen ja, dass es eigentlich nicht sein kann. What you're telling me is extremely serious. I hope you have proof. If I did, do you think I'd be asking for your help? But I wouldn't accuse her unless I had serious doubts. Think it through carefully. For starters, she's one of the few who knows how the system works. She'd be able to cover her tracks, wouldn't she? Maybe. But maybe she made a mistake. According to our intel, Jara may have been captured. She was caught in her own trap. Anyways, nothing concrete. Just a hunch, if you want to call it that. In my place, under the current circumstances, I can't really go poking my nose in her business. And I can. Nobody will bother you. I'm not asking for much. Just take a look in Jara's room to see if you can find anything that ties her to any of this. And if you could do it quickly. Why? Because I'm about to erase a ton of data. It's the Code Red protocol. And since Jara vanished, the prince wants her personal data to disappear along with her. That doesn't give us much time. You in? Ja, was soll's. I could maybe go and take a look around. Great. I found a key to her room. Take it. Thanks. It's our last chance
to recover the data from Jarrett Rory's computer before everything disappears for good. Just insert this thumb drive and it will download everything I need. If she betrayed us, I'll know. Fine. I'll go see what I can find. Thanks. One last thing. Uh-huh. If you could keep this just between you and me, Fine. and don't come back to see me here. It's supposed to be sealed. It'll look suspicious. I'll send in an engineer after you. Give him the drive when you're done, but don't tell him anything. We have to keep this between us. As you wish. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt haben wir ja leider schon zugestimmt, aber die letzten Worte, die er gesagt hat, haben mich sehr, sehr skeptisch gemacht. Enorm skeptisch, dass das in Ordnung ist und auch im Sinne von uns. Das neue steht in meiner Arbeitsmappe. Ich brauche immer noch neue Prozessoren, um die zu setzen. Das neue steht hinten in meiner Arbeitsmappe. Also, Passwort geändert. Das ist sicherlich eine Information, die für uns noch wichtig ist. Ich will erstmal wissen. Oh Gott. Steht hinten in meiner Arbeitsmappe. Was hier? Wisst ihr, jetzt fange ich nämlich jetzt schon an, ihm zu misstrauen. Weil wir dürfen ja niemandem vertrauen. Aber die Frage ist jetzt... Oh. Hinten in meiner Arbeit. Das ist nicht das, was ich will. Also irgendeine Arbeitsmappe. Hinten. Und keine Arbeitsmappen. Vielleicht hier irgendetwas. Das ist ein Interviewraum. A list of ingredients and side effects. Oh, das kann ich hacken, geil. Crimson Oaks, verdächtige Aktivitäten. Quincy Market, Untersuchungsgebiet. Die Crimson Oaks könnten hinter dem abgebrochenen Angriff stecken. Link, es scheint, als hätte sie kürzlich ein exklusiver Geldgeber gefunden. Laut Okto mehrere Lieferungen an eine neue Gruppe in der Stadt. Einer ihrer Kunden aus Quincy erwähnte die Crimson Oaks mehrmals. Mehrere verlassene Gebäude wurden vor kurzem von der Gruppe von Einzelpersonen als vorübergehender Suchungsort genutzt. Anhang, Karte von Boston, Anmerkungen. Das hilft mir nicht weiter. Das. Zu erledigen. Migration der Server 23b bis 27c. Besprechung mit Team 2 über das neue Protokoll. Dringend Passwörter ändern. Okay. Der Transfer wurde um 12:53 Uhr unterbrochen. Ich habe die Protokolle überprüft und verstehe nicht, was schiefgelaufen ist. Ein Konflikt mit der Firewall. Wir versuchen etwas anderes. Scheiße, ich brauche die Genehmigung von Mr. Lito. Ihn zurückrufen. Ich habe die Prozessoren immer noch nicht erhalten. Ah, 4965. Danke. 4965, 4965, 4965. 4965. Bin gespannt. 4965. Was er zu verbergen hat. 4965. Gespräch Barrel Underwood. An Lito. Unautorisierte Übertragung. Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Ich konnte sie nicht entschlüsseln. Von Lito an N. Edison. Unautorisierte Übertragung. Ich will alles darüber wissen. Müssen wir uns Sorgen machen? Die Wiedervereinigungsparty steht kurz bevor. Annie Edison an Lito. Unautorisierte Übertragung. Sehr geehrter Mr. Lito, Sie haben mich gebeten, die Übertragungen im Auge zu behalten und ich habe soeben eine nicht autorisierte Übertragung entdeckt. 2.9. Also alles quasi. Okay. Jared Roy. An ihn. Über so etwas mache ich keine Scherze. Oh, das Gespräch hatten wir schon mal mitbekommen von oben. Okay. Und dann wiederum von Ihnen an Jared Rory.
Unautorisierte Übertragung. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand in ihrem Computer hacken kann, da sie ihre Passworteintragtage ändern. Außerdem dachte ich, sie bevorzugen handschriftliche Notizen. Ja, das haben wir alle schon mal gelesen. Oben. Haben sie versucht, meinen Computer zuzugreifen? Hat Jara gefragt und er meint, Mrs. Rory, ich habe ein Signal aufgefangen, bei dem sich offenbar um einen nicht autorisierten... Das haben wir schon gelesen. Code Red. Jetzt dann auch noch. An Hazel. Achtung, Code Red ausgelöst. Unglücklicherweise haben wir zu niemanden in Kontakt, der auf der Party war. Achtung, Code Red ausgelöst. Alle sofort zum nächsten Unterstoff. Ruf außerdem Lewis, Caleb, Besori und Leisha her. Hast du schon von Miley gehört? Ich glaube, sie war bereits dort. Und dann wiederum er an den Prinzen. Mein Prinz, ich habe soeben eine Nachricht erhalten, die besagt, dass die Wiedervereinigungsparty angegriffen worden ist. Soll ich Code Red auslösen? Haben wir nichts erfahren gerade eben. Das hätten wir vielleicht beim ersten Mal schon machen können, aber egal. Jetzt möchte ich mal in diesen Befragungsraum runter. Eines Neugier, weil da durfte ich beim letzten Mal nämlich nicht hin. Ui. It's a pleasure to have you back here. Da sitzt schon jemand drin. If you ask me, there's not much more you'll be able to get out of this retainer besides blood. But go ahead. Ich habe keine Ahnung, warum ich mit ihm reden kann. James, isn't it? Jason Moore's bodyguard. Yes, Mr. Bussardfeder. I've got some questions for you. I've already answered so many questions. Einer der Bodyguards. Okay, das interessiert mich jetzt persönlich. Wieso war er nicht in Moores Apartment? You weren't with Moore yesterday. You went against standing orders. No, he sent me to his office. Why? I was supposed to pick up some files. He was being really weird, like he was stalling for time. You were supposed to bring him here, weren't you? Yeah, but he said he had to get some documents from his place, and then he sent me to his office. At the time, I didn't think too much of it, but looking back on it, he was really doing everything he could not to leave with us. You should have been more attentive. Was ist danach passiert? What happened once you got to his office? I had a hard time finding what he wanted. He wasn't very clear about where I'd be able to find some specific invoices. You lost precious time. You weren't his handservant. When I came back, the police had the whole place roped off, so I came straight here. And since then, I've done nothing but answer questions and wait. How naive. Und was weiß er über die Party? Moore was at the party. So were you. Yeah, I don't like to talk about it. Moment. Ich setze jetzt hier direkt mal mehrere Willenskraftpunkte ein. Ich will das gewinnen. Wow. Geschafft. I'm here to help you. And to help you, I need to know what happened. I need you. Okay. Okay. When we got there, Moore was stressed out. Why? He was waiting for Mr. Underwood. He kept asking for him. He had invited him to the party, I guess. Moore was in a hurry to see him. Gab es irgendetwas, was er mit detailliert über den Angriff sagen kann? Oder nee, warte mal, wer war sonst auf der Party? Did you see who was at the party? There were already a lot of people there. I didn't really pay attention. Think about it. I was there to watch Moore, not to shoot the shit. And then everything went to hell in a handbasket, real fast. You aren't being very helpful. I don't know how anyone could have made it out of there. Those guys weren't amateurs. We lost a number of people. We're still searching. Good luck. Okay, weiß er, was jetzt mit ihm passieren wird? Do you know what's going to happen next? I have no idea. Nobody's telling me anything. Do you know? The prince will determine your fate when she has time. I'm not a high priority, am I? I wouldn't be in a hurry if I were you. I could still be useful to the Camarilla. Please. I'm not the one who needs to hear it. Das wär's dann. I must leave you. I get the feeling I'll be staying here a long time. Tja, mein Freund, immerhin habe ich nochmal eine I'm Dialogbelohnung waiting for bekommen. my orders.
Ja, deine Order ist jetzt erstmal hier zu warten. Wenn ich noch mehr... Warte mal, ich sollte vielleicht jetzt etwas machen, um noch Willenskraft zu generieren. Hier Münzen. Ahne, dass ich die vielleicht brauche. Ich habe zwar keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe, aber ich konnte es machen. Also, ich muss mich jetzt entscheiden. Gehe zur Wohnung von Gerard Rory. Das dürfte aber nicht so schwer sein. Ich weiß ja, wo das ist. Also ich hoffe, er weiß es auch. Gemächer des Rats. Ja, das ist wirklich der Fahrstuhl, das ist wirklich durch die Welt, ne? Ach, guck mal, wer da ist. Da darf ich nicht durch. Darf ich auch nicht durch. Caleb, our secret agent is back already. The soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. Ich habe seine Akte gefunden. Oder? Nee, ich sag nichts. Nee, wir sind verschwiegen. Are you still not talking? You could say that. Any regrets? Was hätte ich zu bedauern? I don't see why I would have any regrets. That's no surprise. Personally, I find that giving a child so much power is dangerous. The problem is that you have to watch them all the time. Otherwise, they end up making a mess of things. Tja, man muss ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen, oder? Ja. But trying to influence them is pointless. You must be subtle about it, that's all. I give Mem just enough freedom so that she doesn't completely hate me. But I know exactly how to make her do whatever I want. Do you really think you'll have time to embrace Fang? What do you mean? Well, with all the elders gone, who knows who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. No, excuse me, I have to go. Of course. Das war jetzt ja nicht gerade sehr, sehr berauschend. Okay, also ich kann hier nirgendwo hin. Kann hier nirgendwo hin. Das ist jetzt sehr überraschend. Wieder Empfangshalle kommen. Dann muss ich die Treppen nehmen. Warum sie jetzt mir die Tür dazu machen? Muss ich hoffentlich nicht verstehen. Was ist denn eigentlich das da drüben überhaupt für ein Raum? It's a good... There's no point in hanging around here bothering me. It's gonna take me a while. Very well, Mr. Sheridan. Please excuse me. Ah, wir sind hier. Ja, die vernichten hier gerade eben die ganzen Akten. Domäne Boston, Dienst für den Prinzen 2018, Gale Besori. Das haben wir selber geschrieben. Index, 4. Februar, Jagd auf Vasquez Franklin. Die blutsverwandte Nora Vasquez bedrohte die Masquerade, indem sie mit den Geheimnissen des Hofes spielte. Ergebnis, Ziel vernichtet, Komplizen identifiziert und verhaftet. Michelle Davis. Michelle Davis? Kommt mir bekannt vor. 12. bis 15. März, dünnblütige Woodlawn Cemetery. Eine Gruppe dünnblütige jagte ungestraft in der Nähe des Friedhofs. Ergebnis 4 dünnblütige vernichtet, einer entkommen. Das könnte der Wyatt gewesen sein, vielleicht. Ist nur eine Mutmaßung. 20. März, Jagd auf Neil Fence. Squantum Marshes. Neil Fence versuchte, den Prinzen zu erpressen. Ziel getötet, keine Zeugen. Okay. War wohl kein Need. 17. April bis 1. Mai. Vernichtung des Weymouth Circle. Ein Blutsverwandter gründet eine okkulte Gemeinschaft in Weymouth. Ergebnis: ein Blutsverwandter vernichtet.
Sterbliche getötet, Beweise von nicht. Das ist ja mal gerade, die setzen hier die Masquerade hier radikal um. 29. Juni bis 30. Dünnblütiger Holy Cross Cemetery. Der überlebende Dünnblütige von Woodlawn Cemetery glaubte, man hätte ihn vergessen. Ah, nee, das war doch nicht Wyatt. Ja, also ihr seht, das sind eine ganze Menge Tötungen, die er mit zu verantworten hat. Oh, was ist denn da drin? Nichts, mit dem ich was anfangen kann. I'm gonna go get a drink soon. Okay, du bist ein Sterblicher, ganz offensichtlich. Nee, wer einen Drink braucht, kann auch kein Need sein. Dekret der Umarmung. Hazley Verson. Ich, Hazley Verson, Prinz von Boston, ermächtige hier mit dem blutsverwandten Henry Donald Ross, umarmt 1684 und ein prominentes Mitglied der Boston des Hofes Vincent Winfield zeugen. Der hiermit ermächtigt die Sterbliche arbeitet als Investmentbanker und bewies seinen Wert und seine große Diskretion, indem er die Domäne bereicherte. Henry Donald Ross hat noch nie zuvor darum gebeten, jemanden zu zeugen. Seine Geduld nötigt Respekt ab. Außerdem war seine Tätigkeit am Bostoner Hof stets über jeden Zweifel erhaben. Aus diesem Grund kann die Umarmung nach Belieben des Erzeugers vor Ende April stattfinden. Interessant. Aber nur so rein aus intellektueller Sicht. Blutsverwandt ist als nächstes Mal als vermisst gemeldet. Also jede Menge Kainiten, die einfach so verschwunden sind. It's a good thing Journey had to sort it. Mhm. Ach, warte mal, sie ist jetzt auch hier drin. Na, du lebst ja noch. Emergencies are piling up. Gut für sie. Geh zur Wohnung von Jara. Naja, mache ich auch gleich. Keine Sorge, ich will mich nur kurz so umgucken. Mr. Bazori. Ja, genau. Wer bin ich? Gerade eben. Bin gespannt, was bei den anderen los ist. So, genau, jetzt müssen wir nämlich hier so hoch. Hier hin. Immerhin geht diese Tür auf. Emma, Mister. And then call me in like this. Now get out of here before I make your blood boil. Mr. Siaka, you're Nee, doch taking nicht. a big risk. Goodbye. Oh, I hope there won't be another attack. Tja, okay. Interessiert mich aber auch ehrlich gesagt gerade eben gar nicht. Ich wollte hier hin. Schlüssel verwenden. Da ist was. Erstmal lesen. Jara, ich hätte dir gern diesen Bund gegeben, auf den du schon so lange wartest, aber ich kann mich nicht überwinden, dich davon zu verdammen, meine Lage zu teilen. Keine Angst, ich werde mich niemals von dir abwenden. Jara, niemals. Wir sind auf ewig miteinander verbunden. Wir sind eins seit dieser ersten Nacht mit dem ersten Moment. Nichts kann uns jemals trennen, versprochen. Hey. Hey. Erstmal aufspüren. So. Wenn da was mit zusammenhängt, dann finden wir es jetzt. Let's see if Caius was right. Das ist doch der Caius, der ihr das gesagt hat. Also der Caius misstraut ihr jetzt? Oh, guck mal, jetzt liegt das Ding hier rum. Jara always was old-fashioned. Whatever's in this box must be important. Ich will es mir nochmal mit Weisheit anschauen. It appears that this place was hidden with an illusion. It's not like Jara to let that kind of thing wear off. Okay. Ich habe nicht genug Weisheit, um den Mechanismus zu analysieren. Okay. Muss rauskriegen, wie das geht.
Aber erstmal sehen wir uns um. Wöchentliche Berichte. Ja, ja, das waren die Berichte von Mr. James, also Moore in dem Fall. Den Ehestreit haben wir auch mitbekommen. Direkter als alle anderen. 1. Also einmal nach links und als viertes... Ja, da muss ich ja 1, 2, 3, 4 nehme ich mal an. So, nur eine Vermutung. Wusste ich's doch. Das war jetzt fast schon zu einfach. Jara has always been wary of new technology. Also gut, das war ja fast schon zu einfach. Das habe ich ja schon von alleine rausgekriegt. Also gut. 1, 2, 3, 4. Jara was conducting her own investigation. There is no way Caius would be expecting that. Entschlüsselte Konversation, 4. September 2019 um 21:30 Uhr. Aquila Corvus, sie haben den alten Code verwendet. Corvus daraufhin, die jüngste Version wurde kompromittiert. Notiz, es ist eine gute Idee, die Codes für mich zu behalten. Aquila wiederum, Alternativvorgehen, Pause. Zeitpunkt des letzten Kontakts, daraufhin Corvus 19:07 Uhr. Daraufhin wieder Aquila, Dauer, 2 Minuten 27 Sekunden. Gibt es etwas zu berichten? Notiz, Sie sind zu zuversichtlich und haben die Sicherheit vernachlässigt. Natürlich, der Prinz will die Überwachung des Hafens verstärken. Ich kenne nicht alle Einzelheiten, aber es könnte Ihre Transfers erschweren. Notiz, ist das alles, was ihr könnt? Danke, ich werde es an die Teams weiterleiten. Ich warte immer noch auf die letzte Aktenlieferung. Ich arbeite daran, sie wird bald kommen. In diesem Fall Aquila over and out. Ende der Unterhaltung. Notiz, das scheint ein Test zu sein, um zu sehen, ob die Identifizierung auch ohne den Code funktioniert. Wieso? Ich brauche mehr Informationen. It appears Caius was wrong. He and Jara may have been looking for the same individual. Naja, dann wissen wir das jetzt immerhin. Ja, jetzt machen wir noch die Wanze an den Computer im Zweifelsfall. That should take less than a minute. Und es läuft ja sogar noch weiter. Das PWD gleich Ankunft macht mich noch so ein bisschen suspicious. So, fertig. I hope Caius will be able to use what's on this thumb drive. I think that's everything. Now it's Caius's turn. Wer ist denn das? Hello, Mr. Bizori. Mr. Leto asked me to wait until you were done. He also told me you'd have something for me. Ja. Here it is. Give it to him, and him alone. And don't ask any questions. I get it. Are you done here? You may proceed. Thanks. I hope Caius knows what he's doing. Hazel is probably ready to see me now. I won't make her wait. Ich hätte mich ja jetzt gerne noch mit ihm unterhalten. Kann ich das noch machen? Now she's sending you. Run into some trouble with the prince? That's a question to ask Hazel. She's the one who doesn't know what she wants. Warum hat sie ihn gebeten? Did she ask you to do something? She summoned me like a servant. I know she doesn't trust me, even though I don't understand why. She's gone all paranoid Ice Queen, and there's no way I'm gonna let it cost me my head. I don't know how you still put up with her. You owe your place in the Primogen to her. What, you think I don't know that? I've always done my best to keep her from screwing things up. But when she reached out to Hartford... Was ist das Problem mit Hartford? Oder rede weiter. After what happened last night,
I'm not sure you realize just how deep the shit we are in goes. Oh doch. And I suppose you have the solution? Maybe. Not that I'm happy about it. There's interesting stuff going on in other places. Boston's not the center of the universe. We don't know who can be trusted. This is no time to leave. If the prince has kept you in the dark, she must have had a good reason for it. Just look at what happened. Open your eyes, Caleb! The Boston Camarilla is crumbling before our eyes! What are the odds we survive? Ich sag einfach nur, der Prinz weiß, was sie tut. Hazel has things under control. We'll get through this. I have a hard time believing that. We have to prepare for the worst. This kind of talk is beneath you. You know what it's like. To feel called to be elsewhere. That has nothing to do with this. Salem isn't elsewhere. You won't be any safer there. It's just a starting point. We thaumaturgs will find a way to deal with it. I've got a guest who's resting in my bed. Leisha brought him back from the reunification party. Wer ist es? Who are we talking about? You wouldn't know his name. He's an old acquaintance. A Tremere? I've run into him a few times. He was one of Deneb's favorites. He has a few secrets I'm hoping to make him cough up. That way I don't turn up in Salem with nothing to offer. I see that you've planned for everything. I've already lost too much time. You shouldn't waste your time either. If you leave, Hazel will catch up with you. What do you mean? You know, she doesn't like people who have been disloyal, especially now. Hazel doesn't need new enemies. She should be wary. Be careful. Goodbye, Caleb. Jetzt will ich wissen, wer da liegt. Okay, der ist immer noch in Starre. Der wird so schnell nicht wieder hochkommen. Es war also nicht Miley, die wir als Leisha da rausgeholt haben, aber immerhin wissen wir das. Immerhin wissen wir das. Ey, ich kann halt echt nicht durch eine dämliche Tür. Aber ich habe jetzt auch nicht vor, sofort zum Prinzen zu rennen, wenn ich es nicht muss. Oh! Die Tür steht auf einmal offen. Warum? Man weiß es nicht. Das ist ja mal ein interessanter Ort hier. Also von oben runter geguckt. Warum existiert dieser Ort? Jetzt gucke ich mal, ob ich da drüben noch rein kann. Es gibt nämlich noch ein bisschen was, was ich rein als Spieler gerne wissen möchte. Scheiße, das sind ja Diener. Okay, hat sich erledigt. Ich kann da nicht rein, die haben alle abgesperrt. Ich bräuchte Sicherheit 5, um da reinzukommen. Also gehen wir zum Prinzen. Bei den McAndrews hätte ich nämlich gerne nochmal die ein oder andere Information mir geholt. Da geht auch nichts auf. Also dann wieder jetzt den sehr umständlichen Weg nach unten und dann zum Fahrstuhl. Den ich zum Glück schon direkt zulaufe. Aber bevor ich das mache, ich will noch mal gucken, ob ich hier irgendwas einsammeln kann. Where is Feng? Is there a problem, Mr. Bizori? Feng, did you see her leave? No. Sorry, I had to step out for a few minutes. When I got back, she was gone. I asked her to wait for me. Das war so klar, die blöde Kuh läuft jetzt halt tatsächlich zu Underwood, ne? Wetten! Oder sie ist da drin. Und wird gerade leer gemacht. Das wär's jetzt noch, ne? Das wär's jetzt noch. Wobei, das wäre schon eine harte Grenzüberschreitung.
Also eine richtig harte Grenzüberschreitung. Also nicht so ein Grund, dass er jetzt das Recht hätte, Underwood dann zu töten oder sowas. Aber das wäre schon hart. Quasi das ausgewählte, also das designierte Kind von jemand anderem zu töten. Das ist eine äußerst grobe Unhöflichkeit unter Kenny. Ich bin zu hoch. Oder? The prince is ready to see you now. Interessant. Gut, dann gehen wir rein. Great. Die immer guckt. Caleb. My prince. We were expecting you. How may I be of service to you this time? One thing at a time. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. What? That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him. And that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared. Die haben ihn mit seiner Tochter erpresst. Vielleicht ist es kein Blutsverwandter. Our enemies are everywhere. They're not just kindred. No, the kind have no knowledge of our business. It's someone with diverging interests from our own. Someone on the inside. If there's a traitor among us, I'll have their head. One thing at a time. I'll take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you. Ich habe gerade eben halt wirklich ein paar Leute im Verdacht. Ich habe jetzt gerade den Lito im Verdacht. Ich habe den Underwood im Verdacht. Aber das Schlimme ist halt, dass eigentlich jeder der Primogene verdächtig ist. Jeder. In unterschiedlicher Schwere. Reden wir mal über Jaras Akte. Did you read Jara Drory's file? I wish I'd never seen it. There's too much I despise in it. She never mentioned she was monitoring the Primogen's finances. Or this, Catapotis. What on earth is it? I've got no idea. It doesn't add up. It seemed important to her. But she's not here to shed any light on it. Und über Richards Akte? What did you think about Richard Dunham's file? Money that should be going to me seems to go missing whenever he touches it. Richard is far too important to me. I can't afford to upset him now. But if his research doesn't pay off soon, I won't hesitate to show him my disappointment. I'm listening. I've asked for your presence here because I have a new mission for you. Delson was able to track down the men who attacked us. Oh. It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday. Where are they hiding? Long Island. Kenne diesen Ort. Yes, of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. Okay. Es kommt mir vor wie Wahnsinn. Walk straight into the lion's den, all alone? I have complete faith in you, and you've always excelled in this sort of exercise. It should bring back old memories. I was a hunter of kindred.
The SI is a different beast altogether. You don't think I'd ask you to do this if I didn't have a plan. Delson has found a way to sneak you onto the island. They evacuated the bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be evacuated? Exactly. All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last transfer is probably going to take place tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. Kommt mir echt vor wie eigentlich ein Himmelfahrtskommando, aber was soll's. Warum greifen sie eigentlich nicht frontal an? We know where they are. Why go through their warehouse? Charging into Long Island blind would be far too risky. And with a traitor in our midst, I'd rather keep this to a small circle of trusted people, to avoid any other unpleasant surprises. Das ist wohl richtig. Und wie genau wollen wir das jetzt angehen? I need to know the details. Let us worry about getting you into the warehouse. We've made all the preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island. Das ist halt echt großartig, ne? Mister, du darfst keinem vertrauen, muss jetzt tatsächlich sein Unleben in die Hände des Prinzen und ihres Schoßhündchens geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Delson ist vielleicht ein Gangrel, bin mir aber nicht sicher. And after that? Once you're on the island, you'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Who is my target? Walter Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. Okay, was wissen wir über ihn? What do we know about this Stanford? Not much. They're very careful. He was sent from the Vatican, and he brought other fanatics with him. If he's here, it means that Rome has faith in him, and that can't be good for us. He's got to be taken out. Oh je, die sind gefährlich, die Leopoldis. What's the Vatican getting out of all this? Your guess is as good as mine. But it seems that the kind are trying to get a better understanding of us in order to hunt us more effectively. These priests have been our enemies for ages. They have knowledge. Putting an end to them is crucial. We must keep our enemies from unifying their strength. Oh, und was ist der Plan B, falls es überhaupt einen gibt? I don't wish to be the bearer of ill tidings, but what if I fail? Do you have a backup plan? Caleb, you won't fail. You're our only hope. We place all our trust in you to complete this essential mission. There's no room for error, Bizori. Ja, ja, der Prinz hat alles im Griff, haben wir vorher noch gesagt. Und was ist mit dem Verräter? Aren't you worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitors, my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. Na gut. All right. I've heard enough. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well. My prince. Oh Mann. Himmelfahrtskommando. So, haben wir irgendetwas nicht geschafft? Ne, wir haben alles geschafft. Alternativ, du hättest dich entschließen können, dein Kind Beryl Underwood auf sein unangemessenes Interesse an Shu Feng anzusprechen. Ja, aber jetzt halt nicht mehr. So, und jetzt sind wir wieder bei MM. Ich bin gespannt. Es ist interessant, wie diese Geschichte hier so zueinander kommt. Wir müssen jetzt hier gerade eben noch mal ein bisschen was leveln. Kann ich bei den Disziplinen was machen? Inseln, flink. Ne, ich bleibe jetzt erstmal hier bei diesen grundlegenden Sachen.
kostet halt 60, das kostet 30. Ich kann sowieso nur eine Sache und eine Sache hier skillen. Das kostet 0? Hey, cool, das habe ich echt kostenlos gerade eben bekommen. Technologie, Schlussfolgern. Ey, Schlussfolgern ist so unfassbar wichtig. So, dann haben wir wenigstens alles so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich immer die beste Kombo. So, meine lieben Freunde. Was machen wir beim nächsten Mal? Weil das müssen wir noch machen, das den Dialog. Leider nicht pausieren. You tipped Bizori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. Congratulations on your negotiations with the Chantry. Our agreement with Hartford is crucial. Ja, ich habe große Risiken auf mich genommen. I almost didn't make it out. I could have ended up a guinea pig in their strange experiments. Don't be ridiculous. We would have realized you'd gone missing soon enough. I would have sent someone to get you. Ugh, that's enough brooding. That's not why I brought you here. I have a new favor to ask of you. What a surprise. About what I told you earlier concerning Delson and Long Island. I've got a plan. Oh, I know that look. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson? We need to blind them, from the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck. It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You proved you were reliable with Hartford. We need your skill sets for such a risky and vital task. That's precisely what's got me on edge. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. All right. What then? Kaya's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? Ja. Können wir das nicht von hier aus machen? Oder kann ich jemand mitnehmen? Am I allowed to take a partner? I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout. Got it. Und können wir das nicht von hier aus machen? Your plan sounds pretty old school. There's no way to do that remotely? We've tried, but Leto's agents weren't able to breach their security. Their network's too highly protected. That's why we need you. I see. Okay, weiter. So, let me get this straight. You want me to infiltrate the enemy base alone? The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more of our people. So we might as well send in the riffraff. The Anarchs could do the job. Come again? You heard me.
I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us, let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. Es ist so offensichtlich, dass die Hazel hier offensichtlich jetzt uns alle, wahrscheinlich auch noch die Leisha, als Kanonenfutter dahin schiebt. Die will hier, glaube ich, wirklich alle auslöschen. Es ergibt für mich ansonsten keinen Sinn, warum sie Caleb nichts von ihr sagt und ihr nichts von Caleb. Beide lässt sie im Glauben, sie gehen alleine dahin. Das ergibt keinen Sinn. Sie könnten sich gegenseitig behindern. Wieso ich? Send someone else to negotiate. A real emissary. No one else knows the Anarchs as well as you do. They go to your clubs, don't they? They know who you are. They know they can trust you. I barely know them. I see a couple of them once in a while, but that's it. We're not exactly friends. You're still in the best position to negotiate with them. Yeah. Das ist nicht fair. I'm not comfortable with the idea of sending them to be slaughtered. It's despicable. It's just politics, and it's probably your only chance to come back in one piece. What if I refuse? I won't let you. Your conscience is of no concern to me. The only thing that matters is our survival. And too bad if it keeps you up at night. The true face of the Camarilla. Was kommt als nächstes? Right then. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it? I can't just go chasing down every Anarch I know to ask for their help. There's only one Anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? That's right. He's in charge of the various Anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire. I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. Ich bekomme immer das Gefühl, dass Hazel in Wahrheit der Verräter ist. Das Gefühl baut sich mit mir gerade auf. Aber wir werden es herausfinden. Beim nächsten oder in einem der zukünftigen Folgen. Macht's gut, bis dahin schöne Zeit. Tschüss und Ade.